Digitale Transformation ist ja der Prozess, der eigentlich nie ein Ende findet, weil wir immer wieder neue Technologien bekommen, immer wieder neue Gedanken, neue Herausforderungen und müssen eben dann die Unternehmen in dem Bereich weiterentwickeln. Wenn Unternehmen das wirklich schaffen, KI zu integrieren, für sich zu nutzen, die Use Cases zu definieren. Was sind so die Bremsklötze, die Digitalisierung hemmen in Unternehmen? Kulturell, Organisation und aber auch Strategie. Unternehmen müssen ja in der heutigen Zeit sehr agil bleiben. Es kommen immer mehr unvorhersehbare Ereignisse. Je flexibler ich bin, kann ich meine IT und meine Businessprozesse ja auch sehr schnell anpassen und damit gewisse Vorteile auch genießen. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das alle Branchen gleichermaßen betrifft und vielfach über Erfolg und Misserfolg in den Unternehmen entscheidet. Das ist die digitale Transformation. Ein großes Feld, ein riesiges Thema. Es geht um Prozesse, die digitalisiert werden müssen. Es geht aber auch insbesondere um die Komponente Mensch und die Menschen, die in den Teams mitgenommen werden müssen. Und zu diesem Thema begrüße ich heute ganz herzlich Sebastian Kretschmer bei mir. Schön, dass du da bist. Sebastian ist seit mehreren Jahren IT- und Projektmanager und kümmert sich um das Thema Digitalisierung in unterschiedlichsten Facetten. Wenn du für dich mal so ein bisschen resümierst, wie würdest du Digitalisierung beschreiben? Nicht nur dieses Buzzword, sondern vielleicht ein bisschen substanzieller für dich. Was beschreibt das? Das ist ja wahrscheinlich auch die Balance zwischen Team und Projekten oder Prozessen. Ja, es ist natürlich ein sehr großes Wort. Es ist auch ein kontinuierlicher Prozess, also die Digitalisierung, also beziehungsweise die digitale Transformation, in dem ja ganze Organisationen ja lernen müssen, wie gehe ich mit neuen Tools um, wie gehe ich mit neuen Arbeitsweisen um. Und da gibt es eben verschiedene Eingriffe auf strategischer Ebene, auf organisatorischer Ebene, aber auch auf Arbeitsebene. Und ja, das ist sicherlich recht komplex und da müssen auch viele lernen, damit auch umgehen zu können. Was sind für dich die wichtigsten Themen eigentlich, die Unternehmen, wenn sie sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, auf die Agenda nehmen sollten? Ja, das ist auch eine ganz gute Frage, weil viele bleiben dann in solchen Diskussionen stecken. Was ist eigentlich Digitalisierung, was ist digitale Transformation? Am Ende geht es aber, glaube ich, darum, dass man das für sich definieren müsste, was das eben bedeutet. Ne? Digitalisierung ist ja im Prinzip das Vorhaben an sich. Die Transformation ist ja der Prozess, der eigentlich nie ein Ende findet. Also streichen wir das eigentlich, wird kein Ende finden, weil wir immer wieder neue Technologien bekommen, immer wieder neue Gedanken, neue Herausforderungen und müssen eben dann in der Lage sein, auch die Unternehmen in dem Bereich auch weiterentwickeln. Ne? Wir sprechen, glaube ich, von der digitalen Revolution. Wenn wir jetzt mal das Beispiel KI nehmen, was jetzt in aller Munde ist, wenn Unternehmen das wirklich schaffen, die auch zu integrieren, für sich zu nutzen, die Use Cases zu definieren, ich glaube, so kann man das so ein bisschen unterscheiden. Ne? Und das ist natürlich auch wieder abhängig, jedes Unternehmen steht ja woanders. Ne? Vielleicht funktionieren Nachrichten noch gar nicht auf einer digitalen Strecke, die sind dann vielleicht eher auch postalisch, also von analog zu digital. Die anderen sind schon sehr digital, da geht es halt jetzt wirklich darum, mit irgendwelchen Machine Learning-Algorithmen Sachen zu optimieren und genau, und so kann man das, glaube ich, ganz gut irgendwo einordnen. Okay. Du hast ja aus deiner Vita heraus für Weltunternehmen, Weltkonzerne gearbeitet, unterschiedliche Projekte umgesetzt, aber engagierst dich auch im Kleinen für Coaching, für Startups. Ist Digitalisierung, gibt es das in groß und klein? Also gibt es Relationen, wo du sagst, okay, damit ist auch in unserem Alltag Digitalisierung eigentlich immer mit dabei? Ja, definitiv. Das kann man sicherlich auf allen Ebenen sehen. Ne? Also gerade auch bei KMU-Unternehmen ist ja Digitalisierung ein Thema. Bei uns privat ist es ja auch ein Thema. Ich erinnere mich letztes Jahr, als ChatGPT rausgekommen ist, jeder hat das mal irgendwie mal runtergeladen, hat das mal probiert und denkt drüber nach, wie kann man das in den Alltag integrieren, wo kann es mir Unterstützung leisten. Und natürlich auch bei Weltkonzernen ist es ja auch wieder eine Sache, ne? Wenn man da an die großen Player denkt, ne? Was die da für innovative Möglichkeiten auch teilweise schon rausbringen. Also ich denke, das ist auf jeder Ebene ganz klar vertretbar und es fängt aber auch von allen verschiedenen Perspektiven immer quasi mit den Gedanken an, ne? Dass ich mir auch überlegen sollte, wie kann ich jetzt im Prinzip diese Themen auch für mich anwenden. Ne? Das ist auch, glaube ich, ein Generationsthema. Ich selber komme aus der Generation Y. Ich kenne ja eigentlich dann noch diese analoge Welt und bin dann so der Brückenbauer zur digitalen Welt, kann dann vielleicht so gut als Sprecher auch fungieren. Und wenn wir jetzt ja auch von der Generation Beta ist ja, glaube ich, die aktuelle auch sprechen. So? Okay. Meine schon, ja, glaube ich, gestern oder vorgestern irgendwo gelesen zu haben. Die sind ja dann die ersten, die wirklich schon in einer Welt aufwachsen, in der es KI schon gibt. Ja, und wir sind ja am Anfang, wir sehen ja alle, wie rasant sich das ganze Thema auch vorantreibt oder entwickelt, genau. Okay, spannend. Wenn man das Ganze jetzt mal wieder in den wirtschaftlichen Kontext auch zurückführt, was sind so deiner Erfahrung nach so die Bremsklötze, die Digitalisierung hemmen in Unternehmen? Gibt es da so Dinge, wo du sagst, hey, da müsste man den Hebel erfahrungsgemäß eigentlich als erstes ansetzen, um da Potenziale zu heben? Ja,
Mir fallen jetzt spontan die Hebel Struktur ein oder sagen wir mal lieber kulturell, Organisation und aber auch Strategie. Ich habe einen riesengroßen Hebel, wenn ich es schaffe, in Strategien zum Beispiel meine Altsysteme abzulösen und dann halt moderne IT-Systeme zu bauen, die skalierfähig sind. Je flexibler ich bin, kann ich meine IT und meine Businessprozesse ja auch sehr schnell auch anpassen und damit auch gewisse Vorteile auch genießen, ne? Und eben auch sehr schnell auf solche Veränderungen zu reagieren. Kulturell ist eben auch ein ziemlich wichtiger Aspekt. Ich habe ja bei so einer, sagen wir mal, so einem typischen Projekt, wo ich Altsysteme ablöse, in neue Systeme überführe, dass ich auch die Chance habe, auch mal zu reflektieren, brauche ich diesen Prozess überhaupt noch, wie er da funktioniert. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Also wenn wir jetzt mal ein ganz simples Beispiel nehmen, Pferdekutsche. Ne? Ich würde immer sagen, ich brauche ein Pferd, um von A nach B zu kommen. Ne? Aber wie haben wir es dann geschafft, ein Auto zu entwickeln, wo dann keine Pferde mehr benötigt werden? Und das ist, glaube ich, diese Krux. Ne? Man hat in diesen Prozessen braucht man auch sehr viel Raum für Kreativität. Neudenken Dinge. Und genau, Neudenken. Ne? Und das Ganze ist eben auch schwierig, weil man die Kultur eben auch mitnehmen muss. Man vergisst ziemlich schnell, dass man bei der Digitalisierung immer sehr stark in diese Arbeitsweisen eingreift und gerade Routine-Themen, wenn die auf einmal irgendwie nicht mehr so sind, wie sie mal waren, damit tut man sich einfach schwer. Ne? Wir haben es doch immer eigentlich anders gemacht und jetzt auf einmal das stimmt. Ne? Auch wieder so ein metaphorisches Beispiel. Du läufst zum Bäcker und auf einmal ist der Bäcker nicht mehr da. Das ärgert dich erstmal. Wo ist mein Bäcker? Wo kriege ich mein Brötchen? Na, aber gegenüber ist vielleicht ein anderer, der dir vielleicht ein besseres, gesünderes Essen sogar geben kann. Noch glücklicher macht, sozusagen. Genau, im besten Fall. Ja. Und wenn das mit der IT so klappt, das wäre natürlich dann auch perfekt. Und dann ist wahrscheinlich auch dann dieses, wenn wir beim Bäcker-Symbol oder beim Bäckerbeispiel mal zu bleiben, dann versuchen abzuschütteln, dass das Alte nicht mehr da ist und sich trotzdem aufs Neue so zu freuen und dann damit auch vielleicht genauso oder glücklicher zu werden. Ne? Richtig, ne? Weil nicht immer ist es ja auch so, gerade bei Digitalisierungsprojekten, dass man den Mehrwert vielleicht sieht oder dass man jetzt vielleicht nicht der Hauptnutzträger davon ist, dass es vielleicht sogar ein anderer ist. Und das ist eben auch eine super Herausforderung, dieser Umgang mit diesem Widerstand. Ne? Man hat ja eine strategische Ebene, wie bringe ich das runter zur kulturellen Ebene, beachte ich auch die Prozesse, macht das Sinn, was ich da tue. Und das ist halt einfach ein kontinuierlicher Prozess und ich würde sagen, auch der ändert die Art, wie Organisationen denken, wie sie zusammenarbeiten müssen und man braucht dafür einfach auch eine neue Kultur. So dieses sehr präsente Wort des Change Management muss eigentlich mit Digitalisierung auch einhergehen, Definitiv. Weil du sonst... Okay. Definitiv. Hast du für dich vielleicht ein Beispiel, ein Projekt, wo du sagst, Mensch, da haben wir uns um eine relativ klare Digitalisierungsanforderung gekümmert und haben gewisse Dinge umsetzen müssen und haben vielleicht das oder das Problem gesehen oder die Herausforderung und haben da Möglichkeiten geschaffen, um diese Fallstricke letztendlich auch dann perspektivisch nicht mehr zu haben? Ja, die Hauptprobleme, die ich auch so gesehen habe, ist, dass man alles am liebsten schon gestern erledigt haben möchte. Das ist ja auch verständlich. Ne? Und das braucht man, glaube ich. Man sollte sich schon die Zeit nehmen, klare Prozesse und Strukturen zu schaffen. Auch habe ich die Erfahrung gemacht, in der IT steckt der Teufel im Detail. Das ist einfach so, man braucht irgendwie Wege, wie man sich mit diesen Details beschäftigen kann. Und das ist eben gar nicht so einfach. Und was ich in meinen Projekten eben versuche, dass ich IT zum Beispiel visualisiere, dass zum Beispiel jemand vom Fachbereich, ein Entwickler, ein Tester oder ein Konzeptionist, dass die alle möglichst auf den gleichen Blickwinkel drauf schauen. Weil das muss man sich auch mal so ein bisschen hinterfragen. Ne? Jeder hat ja einen anderen Erfahrungsschatz, einen anderen Hintergrund. Ne? Und man schaut dann vielleicht eher auf der Business-Brille drauf, während ein Entwickler hier aus der technologischen Brille drauf schaut. Ne? Und da gibt es eben Wege und Mittel, wie man das eben schaffen kann. Und das sollte man auf jeden Fall in einem Projekt versuchen oder umsetzen, besser gesagt, um das eben auch steuern zu können, um dann auch erfolgreich zu sein und diese Details auch managen zu können. Das heißt, ich brauche Verständnis für die kleinen Dinge, für die Befindlichkeiten, hätte ich jetzt gesagt. Also was sind die unterschiedlichen Perspektiven, was sind die Motivatoren und muss das aber auch vernünftig in einen Rahmen gegossen haben, der dann auch überhaupt die Möglichkeit einer Digitalisierung für die Organisation zulässt. Ist das so ein bisschen die Quintessenz? Das würde es treffen, ja. Würde ich es unterschreiben. Perfekt. In dem Ganzen gibt es ja auch immer wieder dieses Think Big, Start Small, Move Fast als so ein... Ich hoffe, ich habe es in der richtigen Reihenfolge gehabt. Korrigiere mich da gerne, wenn da jetzt alles durcheinander gekommen ist. Und ist das etwas, was... Also es klingt ja im ersten Schritt relativ straightforward. Man kann das damit anfangen, okay, wir sollen große Ideen entwickeln, wie du auch gesagt hast, wir müssen auch mal Dinge neu denken, dann im Kleinen anfangen und dann Dinge auch mal schnell ausprobieren. Ist dieses Thema Agilität, was ja dieses Dinge ausprobieren hat, unbedingbar mit Digitalisierung verknüpft oder ist das einfach etwas, was sich gegenseitig auch begünstigt? Dieses Denken ist notwendig, um in der Digitalisierung voranzukommen und das ist, glaube ich, entscheidend. Ne? Und ich glaube, diese Think Big, das braucht man, das würde ich so untermauern. Ne? Also wir nehmen hier das Beispiel mit der Pferdekutsche. Na, wenn ich nicht groß genug denke, dann
komme ich nicht auf die Hätte Idee, ich nur versucht, schnellere Pferde zu ich mal bekommen. vielleicht irgendwann mal einen BMW oder einen Mercedes baue und dadurch ist dann auch gegeben, dass wir auch was Neues entwickeln. Ne? Und ich glaube, dann sollte man in dem nächsten Schritt, gemäß deines Spruchs, wenn er denn richtig war, wenn er richtig war, genau, eine Planung integrieren, eine Idee integrieren, ne? Wieder mein Credo, durchdenke die Details, um dann im Prinzip auch mit dem Fortschritt voranzukommen, ne? Und auch wirklich mit kleinen Schritten und auch gucken, dass man die Kultur befähigt, ne? Auch Fehler machen zu dürfen, weil wir lernen einfach nur aus der Praxis. Ne? Wir müssen Dinge ausprobieren, wir müssen Dinge verstehen, warum sie funktionieren oder warum sie vielleicht auch nicht funktionieren. Ja. Das erinnert mich sehr an, ich hatte einen Dozenten in der Uni, der hatte das Wort Fail übersetzt mit First Attempt in Learning. Das fand ich eigentlich eine ganz schöne Analogie, die passt auch zu dem, was du so sagst. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die organisatorische Ebene in dem Ganzen schaut, ich könnte mir vorstellen, dass es für den Erfolg von Digitalisierungsprojekten, das ist ja so ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine, elementar wichtig ist, dass du einzelne Multiplikatoren im Unternehmen hast, die das Thema mittragen, die das pushen, die dieses Mindset auch mitbringen, um zu sagen, hey, das ist der Weg, den wir brauchen. Weil ich glaube, du kannst ja von außen wahrscheinlich relativ viel anbringen und ergänzen und sagen, hey, das bräuchten wir und auch ein gewisses Backing aus dem Vorstand oder aus der Geschäftsführung mitzubringen. Aber wenn du auf der Arbeitsebene diese Brückenköpfe, diese Multiplikatoren nicht hast, wird es wahrscheinlich schwierig, oder? Wie sind deine Erfahrungen in dem Ganzen? Ja, denke schon. Du brauchst immer Driver, die das Thema auch pushen und du brauchst auch Leute, die andere auch überzeugen können. Das ist auch wichtig. Leadership spielt dabei eine große Rolle. Leadership by Example zum Beispiel. Mache Dinge vor, zeige, wie es funktioniert und zeige, dass du, wenn du Fehler machst, jetzt nicht unbedingt bestraft wirst, sondern dass man da einfach Wege findet, das funktioniert. Vier-Augen-Prinzip zum Beispiel sind gängige Methoden, wie man Qualitätssicherung durchführen kann. Wir haben relativ viel über Veränderungen gesprochen und wie notwendig das ist, dass sich Dinge auch verändern. Jedoch ist ja auch die Geschwindigkeit der Entwicklung, wir bleiben im Standard oder wir entwickeln uns agil. Was sind da so deine Erfahrungen in diesem Kontext? Also zum einen sind Standards sehr wichtig, die brauchen wir, sie geben uns Orientierung, wir wissen, wie wir von A nach B nach C kommen. Und zum anderen ist es auch wichtig, eine gewisse auch Agilität zu entwickeln bei Prozessen. Ich finde immer diesen Begriff ganz interessant, der nennt sich intelligente Ungehorsamkeit. Okay. Das ist aus dem ITIL-Framework, stammt übrigens beim Training von blinden Hunden. Und da geht es darum zum Beispiel, dass wenn jetzt zum Beispiel ein IT-Problem existiert und du wüsstest als Experte sofort, wie du es lösen kannst, du es auch tust, zum Beispiel durch ein Reboot oder wie auch immer, anstelle du dich an den Prozess hältst. Ich muss jetzt erstmal ein Major-Incident einstellen, ich muss es dokumentieren, ich muss es eskalieren. Und das sind diese Themen, die eben wichtig sind, dass man auch das in der Kultur fördert, dass man nicht bestraft wird, wenn man sich jetzt an einem Prozess nicht hält, sondern dass man auch belohnt wird, wenn man das nicht tut, weil es jetzt gerade für das Ergebnis eines Kunden oder wie auch immer eines Notfalls eben besser ist. Und das sollten Unternehmen auf jeden Fall, also solche Praktiken sollten die auf jeden Fall sehr tief verankern. Also, dass der Einzelne sich darüber Gedanken macht, welchen Kosten-Nutzen habe ich eigentlich gerade mit dem, was ich tue und bin ich vielleicht außerhalb des Prozesses trotzdem effizienter in der Erreichung meines Ziels. Genau, und dass ich eben auch diesen Standard, den ich lebe, das kann ja ein Qualitätsstandard sein oder ein Vorgehensstandard, dass ich den auch verlassen darf, wenn ich weiß, ich kann ein Problem schnell dadurch lösen und ich kann einen Kunde dadurch schnell zufriedenstellen. Okay. Das ist das Wichtige. Es ist wahrscheinlich etwas, was dann extrem über dieses Leadership by Example und wie lebe ich es vor, ermöglicht wird überhaupt, oder? Ja. Okay. Wenn du als Unternehmen vor der Herausforderung stehst, dass du Prozesse modernisieren und digitalisieren möchtest, wenn du alte Strukturen vielleicht auch ad acta legen möchtest, wenn du Vorgehensweisen verändern möchtest, wo würdest du beginnen? Was wären deine ersten 3 Schritte? Ich würde mir erstmal die IT-Landschaft anschauen. Ich würde natürlich auch mal mit den entsprechenden Stakeholdern sprechen, um auch die Probleme zu kennen. Die Probleme sind ja nicht immer nur rational, die sind ja auch oft emotional. Okay. Irgendwo entsteht der Druck, irgendwo reibt es ja. Das muss man wissen, woran man da steht, was da ist. Und dann muss man, glaube ich, auch gucken, was ist auch realistisch. Was habe ich überhaupt für Ressourcen, was habe ich für finanzielle Mittel, um dann mit einer Planung auch zu wissen, mit welchen Themen fange ich an. Ist es jetzt zum Beispiel relevant, mit dem risikoreichsten anzufangen? Ist es mit etwas anzufangen, wo ich jetzt einen schnellen Mehrwert generieren kann zum Beispiel? Und das muss man eben abklären. Und ich sage bewusst abklären, weil so ein Thema funktioniert nicht im Alleingang. Man muss die Leute mitnehmen von Anfang an. Man muss die Leute auch integrieren bei solchen Entscheidungs- und Kreativitätsprozessen. Okay. Jetzt finde ich es ganz spannend, dass du auch immer wieder gesagt hast, sich so ein bisschen auch von der Technik zu lösen, also dass man Dinge logisch denkt und dergleichen.
Jetzt hast du mir erzählt, ich hoffe, ich darf das ausplaudern, dass du auch gerne Extreme Hiking machst, dass du viel in der Natur bist. Also irgendwo in dem Kontrast von, ich bin IT-Projektmanager und lebe in dieser digitalen Welt und habe dann aber auch die Natur um mich herum als vielleicht auch so ein bisschen Balance in dem Ganzen. Ist das etwas, was dir persönlich vielleicht auch einfach hilft, diesen rationalen, objektiven, klaren Blick auf das Thema an sich zu haben und sich nicht in dem Thema Technologie zu verlieren? Ja, definitiv. Also die Natur oder der Auf in der Natur ist für mich sehr entspannt. Ich sitze ja in Anführungszeichen leider, also für manchmal ist es ja auch ein Privileg, muss man jetzt nicht schlecht reden, aber man sitzt ja nur vor dem PC. Ne? Und ich glaube, wenn man Abstand findet, ne, aber auch zur Arbeit, aber auch zu Themen, das ist ja auch jetzt, wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich denke dann nicht an die Arbeit, aber es ist schon so, wenn ich in der Natur bin oder irgendwie Sport treibe, dass mir dann sogar die ganzen Ideen kommen, wo ich mir denke, oh genau, das müsst ihr jetzt probieren. Ne? Und das ist da schon auf jeden Fall ein Thema, was man verknüpfen könnte, ja. Okay, und das ist ja, also wenn man das jetzt weiterspinnt, ist das ja auch so ein bisschen das Gleiche, same old, ein Hamsterrad, in dem man sich bewegt und wo man sozusagen auch mal den Schritt nach außen macht. Das ist so ein Kontext, in dem ich mich immer wieder oder oft wiederfinde, wenn ich mit Mandanten spreche zu dem Thema externe Unterstützung, freiberufliche Spezialisten, die man von außen an Bord holt. Wo würdest du jetzt auch aus deiner Beratertätigkeit heraus sagen, sind die Knackpunkte oder die expliziten Mehrwerte, die ein freiberuflicher Experte, der für ein gewisses Projekt, für eine Fragestellung, für eine Aufgabe in ein Unternehmen kommt, die er liefern kann? Ja, aus meiner Sicht sind das auch mehrere. Erst ist natürlich, man hat einen externen Blick, man hat nicht diese Scheuklappen auf, ne? Man sieht mal von außen etwas und kann dann vielleicht auch mal gewisse Denkmuster und Gewohnheiten durchbrechen und die zu challengen. Das finde ich auch immer sehr wichtig als Berater, dass man auch Sachen oder den Status quo auch hinterfragt bewusst, ne? Ja. Auch tiefer fragt, auch mal vielleicht die Wunde reindrückt, wenn es vielleicht ein bisschen schmerzhaft wird, aber am Ende geht es ja auch darum, Verbesserungen zu erzielen. Das ist schon sehr wichtig, ne? Und zum anderen ist es eben auch, dass man auch eine gewisse Expertise hat. Ne? Berater sind ja auch häufig mal in anderen Branchen tätig. Ne? In der pharmazeutischen Industrie zum Beispiel gibt es extrem hohe Qualitätsstandards, wo wir natürlich ja mit Medikamenten im besten Fall Menschenleben retten möchten. Und warum kann ich denn, wenn ich in einer anderen Branche tätig bin, auch nicht mir überlegen, wie kann ich denn solche Qualitätsstandards, wo diese genau adaptieren. Ne? Und das ist der springende Punkt. Und dafür sind eben Berater auch, können die einen gewissen Mehrwert auch liefern, ne? Dass man genau eben jemanden hat, der vielleicht neue Ideen reinbringt, Innovationen, weil das andere Branchen vielleicht sogar machen. Ne? Okay. Hast du für dich, wenn du dir auch so ein bisschen so den Technologiekomplex anguckst, Dinge, wo du sagst, Mensch, das hat massive Auswirkungen auf das ganze Thema Digitalisierung? Also AI wird da sicherlich eine Rolle spielen, aber gibt es für dich grundsätzlich vielleicht Entwicklungen auf der Softwareseite, so nenne ich es jetzt mal, die du in den letzten Jahren beobachtet hast, wo du sagst, Mensch, das macht es für Unternehmen vielleicht auch noch schneller realisierbar, gewisse Dinge umzumodeln? Ergeben sich Möglichkeiten der Gestaltung innerhalb von Systemen, die den Unternehmen selber mehr entsprechen, wo man sich nicht zu sehr verbiegen muss, weil letztendlich ist ja die Idee, dass wir einen Prozess haben, wenn wir den gut finden, den dann zu digitalisieren. Aber einen Prozess auf Krampf zu digitalisieren, damit er digital ist, hilft dem Prozess ja nicht weiter. Ja. Wie ist so deine Einschätzung und Entwicklung dahingehend? Also ich würde sagen, neben KI und Cloud, was ja so die On-Vogue-Themen sind, ist das Thema No-Code und Low-Code noch sehr relevant. Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass Berufe, die, sage ich mal, eher so in der Business-Process-Seite oder im Fachbereich-Seite sind, dass die zukünftig lernen müssen, wie kann ich mir denn vielleicht selber gerade irgendwelche Tools oder bauen sogar tatsächlich mit Low-Code, No-Code, Baukastensystem. Ne? Nehmen wir mal ein Beispiel, Ärzte. Ne? Ärzte sind dann vielleicht zukünftig sogar in der Lage, wenn sie Zeit haben, es ist ja doch immer etwas turbulenter in so einem Krankenhaus, aber ich kann mir dann vorstellen, wenn sie vielleicht irgendwelche Daten brauchen, Frühwarnsystem oder irgendeine Medikation, wie auch immer, dass sie sich da vielleicht Sachen selber zusammenbauen können, Datenmodelle, und können dann die Informationen irgendwo erhalten. Spannend. Ja. Okay, dieses Low-Code und No-Code ist ja letztendlich, korrigiere mich da gerne, für mich die Übersetzung von, ich kann Anforderungen so formulieren, dass mir letztendlich quasi die künstliche Intelligenz oder das System eine Software produziert, mit der ich dann diese Fragen beantworten kann. Genau, zum Beispiel. So kann man sich das vorstellen, ja. Okay. Also du musst keine Programmiersprache mehr lernen und hast dann ein Tool, was dir hilft, ohne tiefere Erkenntnisse im Prinzip das zu bauen, was du brauchst. Also Bastian, wir haben jetzt sehr, sehr viel über die verschiedenen Einflussfaktoren geredet. Was beeinflusst Digitalisierung, was beeinflusst den Einzelnen? Wenn wir uns die einzelnen Faktoren mal anschauen, Technologie, Strategie und auch Faktor Mensch, deiner Erfahrung nach, wer hat den größten Einfluss auf das Gelingen von Digitalisierungsvorhaben? Also natürlich fokussiert man sich dabei natürlich immer auf die Technologie, das ist auch wichtig, man muss die auswählen, man muss sie bewerten und man muss wissen, wie ich das integriere.
Und ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich wirklich, man darf diesen Faktor Mensch nicht außer Acht lassen. Das meine ich, dass man auch Systeme entwickelt, nicht, dass man jetzt irgendwie eine Anforderungsspezifikation, ein Lastenheft umgesetzt hat, sondern dass man auch wirklich weiß, okay, diese Prozesse, die wir jetzt automatisiert oder digitalisiert haben, die bringen den Endnutzer oder der damit zu tun hat, auf jeden Fall weiter voran und helfen denen, vereinfachen Arbeit oder verbessern die Arbeit, die er machen kann. Ich glaube, darauf sollte man sich ganz stark fokussieren, damit das funktioniert. Und das ist halt auch gar nicht so einfach, ne? Weil man die Sachen einfach am Anfang noch gar nicht so weiß. Und dann sind wir über diesen Punkt, entwickelt sich dann auch, ne? Sachen auch einfach ausprobieren muss. Genau, richtig, ja. Und das ist ein kontinuierlicher, langfristiger Prozess, ja. Okay. Wenn man das Thema sich jetzt so anschaut und über Technologie so nachdenkt und welchen Einfluss sie auf unseren Alltag hat, dann ist ja Technologie an sehr, sehr vielen Stellen auch wirklich darum bemüht, es für uns zu vereinfachen. Ist das auch so eine wichtige Überschrift aus Digitalisierungsprojekten? Also nicht digitalisieren um der Digitalisierung willen, sondern lasst uns doch bitte sicherstellen, dass dadurch Dinge einfacher werden, effizienter werden und wir wirklich Verbesserungen in dem Ganzen spüren, nicht Digitalisierung um jeden Preis durchführen? Ja, die Verbesserung soll natürlich immer im Vordergrund stehen. Das ist aber auch nicht einfach, immer diese Verbesserung zu erzielen. Oder manchmal hofft man sich auch teilweise was anderes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues System entwickle, was jetzt meine Prozesse automatisiert, dann habe ich dann vielleicht weniger Sachbearbeiter, die sich um das Thema kümmern, aber ich habe ja daraus hinten dran einen Defect Manager, ich habe ein Team, was sich um die Incidents kümmern muss. Es muss ein Monitoring durchgeführt werden von diesen IT-Systemen. Das heißt, da entsteht ja wieder neue Arbeit, neue Arbeitsplätze und so. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass es dann immer so einen Shift gibt von Dingen, wo man dann weniger macht, aber Dingen, wo man dann mehr macht. Und ich glaube, das muss man halt irgendwo immer berücksichtigen und auch entsprechend da auch Lösungen zu finden. Das ist, glaube ich, aber überall im Leben so. Wenn du jetzt Sache A machst, hast du bestimmte Probleme, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Wenn du aber andere Themen machst, dann hast du wieder andere Herausforderungen, Sorgen, um die du dich kümmern musst. Und das ist am Ende aber auch, glaube ich, genauso bei der digitalen Transformation. Immer wenn ich neue Systeme entwickle und Prozesse, habe ich wieder andere Sorgen, um die ich mich kümmern muss. Neue Themengebiete für fachliche Aufgaben, neue kulturelle Aspekte, die ich berücksichtigen muss. Passt ja auch zu dem, was du am Anfang sagtest, dass es nie aufhört, ne? Sondern genau. es geht immer weiter. Und wichtig ist dann versuchen, aber am Zahn der Zeit zu bleiben und die Dinge so mitzugestalten. Jetzt haben wir relativ viel über die Begebenheiten gesprochen, was passiert auf Unternehmensseite. Was zeichnet für dich einen wirklichen Top-Experten aus, der Digitalisierung vorantreiben kann? Der Experte sollte auf jeden Fall zuhören können, auch mal einen Schritt zurückgehen, erstmal das Problem analytisch betrachten und verstehen, bevor man da mit Lösungen reingeht. Und ein Experte sollte auch in der Lage sein, seine eigenen Interessen auch erstmal zurückzustellen, um auch das Gesamtbild zu verstehen und auch zu verstehen, was es für eine Lösung bedarf. Ich glaube, das ist sehr entscheidend im Kontext. Und natürlich auch die Fachexpertise, die man eben dazu braucht. Abschließend würde ich aber sagen, dass Mut auch extrem wichtig ist, weil Digitalisierung ist so komplex und so groß und ich kenne das auch aus meinem Alltag. Jedes Projekt ist irgendwo anders, auch wenn da viele Sachen passieren, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Aber man braucht eine Portion Mut einfach, um die Sachen auch einfach mal zu trauen und zu machen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das macht einen modernen Experte, wenn ich das mal so sagen darf, glaube ich, aus. Und unterscheidet das auch von einem, der es vielleicht nicht ist. Ja. Also one size fits all haben wir nicht. Und aber auch dann die Courage zu haben, manche Dinge, sich hinter manchen Dingen wirklich hinterzustellen und zu sagen, das ist jetzt aber so relevant, dass wir uns genau. Dann, Sebastian, möchte ich dich auch nicht allzu lange von deinem nächsten Extreme Hike abhalten. Lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute einmal sprechen konnten. Und das war unsere heutige Episode des Content Hubs. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und war so informativ und kurzweilig, wie wir es uns erhofft haben. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und wir freuen uns aufs nächste Mal. Habt eine gute Zeit.